Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert, deinem Kanal rund um den Škoda Enyaq. Mein Name ist Matthias und heute sprechen wir über den sogenannten State of Health oder die Restkapazität der Traktionsbatterie. Ich habe endlich den offiziellen Škoda Batterietest machen können. Ich habe einen State of Health von Škoda verbrieft bekommen und das schauen wir uns heute an, zusammen mit Möglichkeiten, wie ihr auch rein rechnerisch über Verbrauch oder Aufladen und Ähnlichem euch einem State of Health nähern könnt. Und wir schauen uns natürlich auch an, wie nah sind diese rechnerischen Methoden bei der tatsächlichen Restkapazität gemäß Škoda. Auf geht's! Die Kapazität einer Lithium-Ionen-Batterie im Neuzustand nimmt im Laufe der Zeit und ihrer Benutzung ab. Soweit kein Geheimnis. Das eine ist die sogenannte kalendarische Alterung. Das hat mit der Zellchemie zu tun. Das passiert einfach durch Zerfallsprozesse im Laufe der Zeit. Dagegen kann man im Prinzip nichts machen. Man kann noch ein bisschen darauf achten, wie man so eine Batterie lagert. Aber im Kern passiert das grundsätzlich über das Alter. Und das Zweite, das ist der Kapazitätsverlust durch die Benutzung der Batterie, sprich durch das Aufladen und Entladen. Da kann man relativ viel bewirken, je nachdem, wie stark man sie eben mit Strom beaufschlagt, sowohl beim Laden als auch beim Entladen und wie voll man sie auflegt. Aber darum soll es in diesem Video nicht gehen. Ich werde zu dieser Gesamtthematik nochmal ein Theorievideo machen in der nächsten Zeit, wo ich das erkläre. Es gibt aber schon so ein ähnliches, ich verlinke euch das mal hier oben. Da rede ich auch relativ viel über die Batterie, nachdem ich das Werk bei Škoda besucht habe. Schaut euch das einfach mal an. Dementsprechend ist für Elektroautobesitzer ja immer ganz spannend, wie gesund ist meine Batterie, also der State of Health oder eben die Restkapazität, die noch in der Traktionsbatterie ist. Und da sind auch viele Mythen und Ängste unterwegs, wie schnell das absinkt oder wie langsam das absinkt. Generell gilt jedoch, am Anfang ist diese sogenannte Degradation, also der Verlust von Kapazität, etwas schneller. Dann kommt ein sehr langes Plateau und hin zum Ende der Lebensdauer geht es wieder rapide. Auch noch wichtig an der Stelle, man muss Gleiches mit Gleichem vergleichen. Wer also die vom Hersteller angegebene Nettokapazität von 77 Kilowattstunden vergleichen will, der muss das vom Hersteller verwendete Messverfahren, seine Standards und seine Rahmenbedingungen benutzen. Darum ist ja der Škoda eigene Batterietest hier so wichtig. Es gibt natürlich weitere Tests am Markt. Ich habe ja auch beispielsweise den Avilo-Test gemacht. Ich verlinke ihn euch nochmal hier oben. Der hat aber seinen eigenen Referenzwert. Und hier für diesen Vergleich, für diese Analyse gehen wir auf den Wert von Škoda ein. Škoda sagt 77 Kilowattstunden. Wir machen also keinen Vergleich auf das, was andere Leute sagen, auch nicht auf die sogenannte nutzbaren Energieinhalt, sondern wir gehen mit den Werksangaben rein in dieses Video. Und als letzter Punkt: Streng genommen sprechen wir eigentlich nicht über die Kapazität der Batterie, denn die wird in Amperestunden gemessen. Wir sprechen eigentlich über den Energiegehalt der Batterie in Kilowattstunden. Aber dazu dann auch noch mehr im entsprechenden Theorievideo. Was ist da eigentlich der Unterschied und warum nutzen uns die Amperestunden viel weniger als der Energiegehalt in Kilowattstunden? Es kann mir in dem Video passieren, dass ich den Begriff Kapazität und Energiegehalt synonym benutze. Hier ist in diesem Video grundsätzlich der Energiegehalt gemeint, also die Kilowattstunden in der Batterie, gemeinhin also die Menge an Energie, die wir nutzen können, um Arbeit zu verrichten. Arbeit zu verrichten im Auto, Fahren, Vorwärtsbewegung, Heizen und Ähnlichem. Wie kann man sich dem Thema so initial mal nähern? Nun, das Erste, mit dem man sich dem Ganzen nähern kann, das wäre ja über die Anzeige des SOC, also des State of Charge. Und in unserem Display hier im Cockpit oder auch im Head-Up-Display wird uns das ja von 0 bis 100% angezeigt. Allerdings entspricht es nicht ganz dem, was in der Batterie ist. Es gibt nämlich auch noch einen internen State of Charge im Enyaq, dem vom Batterie-Management-System. Und der weicht ein bisschen von dem ab, was ihr im Display seht. Nehmen wir mal die Extremposition. Wenn ihr im Display 100% stehen habt, dann hat eure Batterie einen echten State of Charge von 96 bis 97%. Also es ist noch ein bisschen Luft nach oben. Das ist auch logisch, wenn ihr jetzt mal überlegt, wenn ihr auf 100% ladet, könnt ihr zwar nur noch wenig, aber ihr könnt noch rekuperieren. Irgendwohin muss die Energie. Wäre die Batterie komplett voll, würde das ja gar nicht mehr gehen. Umgekehrt das Gleiche, wenn euch 0% im Display angezeigt
wird, dann hat die Batterie immer noch irgendwo so 3–4% Energieinhalt. Sie ist also noch nicht ganz leer. Am unteren Ende sprechen wir da auch gerne von der sogenannten Notlaufreserve. Sprich, ihr könnt weiterfahren, wenn in der Anzeige 0% steht. Auch das haben ja schon Leute ausprobiert. Und daraus folgt, was euch im Display angezeigt wird, das bestimmt euer Auto und nicht exakt die Batterie. Heißt übersetzt, sobald ihr etwas über 50% kommt, wird euch im Display etwas mehr angezeigt, als in der Batterie ist und unterhalb etwas weniger, als in der Batterie ist. Und wenn wir das jetzt mal genau betrachten, wenn ihr euer Auto also von 0 bis 100 ladet oder von 100 auf 0 leer fahrt, dann fahrt ihr eigentlich von 96–97% auf irgendwo 3–4%. Ihr nutzt also eigentlich nur irgendwo um 92% der Batterie. Was bedeutet das jetzt? Nun, die oberen 3–4%, die könnt ihr nie laden. Euer Enyaq hört einfach auf zu laden. Ihr könnt nicht über 100% laden. Aber im unteren Bereich könnt ihr ja bei 0% weiterfahren und diese 3–4%, die dann noch drin sind, rausfahren, also die Notlaufreserve. Und wie viel das genau ist, weiß ich nicht. Ich rechne jetzt der Einfachheit halber hier mit 4%. Das sind 3 Kilowattstunden gerundet. Das heißt, diese Notlaufreserve, die noch in der Batterie ist, wenn der SOC bei 0% im Display ist, die schlage ich gleich in den Berechnungen mit drauf. Warum? Weil es ja Energie ist, die da ist und die man prinzipiell auch nutzen kann, auch wenn man sie nicht nutzen sollte. In diesem Video streiten wir auch nicht über die entnehmbare oder nutzbare Energie, Nettokapazität, Bruttokapazität. Die ganzen Begrifflichkeiten haben wir auf diesem Kanal in genug Videos diskutiert. Schaut euch die an und kommentiert bitte dort, wenn ihr anderer Meinung seid. Hier geht es jetzt wirklich um den Begriffskosmos und die Zahlen aus dem Bereich des Herstellers, nämlich Škoda, und nicht andere Begriffsdefinitionen, die draußen unterwegs sind, andere Meinungen, weil ansonsten wird das Ganze viel zu verwirrend. Und jetzt? Wer sich an das Avilo-Video erinnert, weiß, dass man für Avilo von 100% State of Charge auf unter 10% runterfahren muss, während die Avilo-Box unten am OBD-Adapter, am OBD-Port hängt und die Daten aufzeichnet. Da es aber nicht um Avilo hier geht, gehe ich auch gar nicht weiter auf Avilo ein. Wie gesagt, das Video könnt ihr euch anschauen, sondern es geht mir um die Daten aus dieser Fahrt. Die habe ich nämlich aufgezeichnet und somit habe ich auch von dieser Testfahrt meinen Verbrauch mitgenommen, von 100 auf 6% SOC. Und ich blende euch hier auch nochmal die Daten entsprechend ein. Gefahren bin ich 320 Kilometer und das entspricht einem Verbrauch von 20,9 Kilowattstunden. Ich bin fast ausschließlich Autobahn gefahren. Und wenn wir das jetzt umrechnen, 3,2 mal entsprechend dem Verbrauch von 20,9, 3,2, 320 Kilometer durch 100, weil der Verbrauch ist ja auf 100 Kilometer, dann komme ich auf 66,88 Kilowattstunden. Die bin ich verfahren von 100 auf 6% Display-SOC. Rechnen wir das jetzt hoch auf 0 bis 100, dann muss ich ja noch die 6%, die noch drin waren, dazu rechnen. Dann komme ich auf 71,15 Kilowattstunden. Hier schon mal direkt die Anmerkung, ganz so linear kann man das nicht rechnen, da ich aber den genauen Verlauf der Kurve nicht kenne, weil der von sehr vielen Faktoren abhängt, gehen wir einfach mal davon aus, dass man sich mit einem linearen Berechnungsmodell durchaus der Sache annähern kann. Also hätte ich 71,15 Kilowattstunden von 100 auf 0 entnehmen können. Wenn ich das den 77 Kilowattstunden gegenüberstelle, dann komme ich auf einen SOH oder State of Health oder eine Restkapazität von 92,4% oder eine Degradation von 7,6%. Aber, wie ich eben schon sagte, ich bin der Ansicht, die Notlaufreserve sollte draufgerechnet werden, weil diese Energie ist ja noch in der Batterie und wir bleiben ja hier in dem Begriffskosmos des Herstellers. Wenn ich die 3 Kilowattstunden auf die 71,15 draufrechne, dann habe ich 74,15 Kilowattstunden oder einen SOH von 96,3%, was dementsprechend 3,7% Degradation entspricht. Wer seinen Akku leer fährt, der muss ihn auch wieder aufladen. Und das ist das Schöne an diesen intensiven Testfahrten, wo man ihn fast leer fährt. Ich habe natürlich danach
nach dieser Verbrauchsfahrt auch den Ladevorgang aufgezeichnet an meiner Wallbox zu Hause. Und von 6% Display auf 100% Display habe ich gemäß meiner Easy Wallbox, ich blende euch das hier ein, 76,07 Kilowattstunden geladen. Aber wichtig, das ist ja nicht die gesamte Energie, die wirklich in der Batterie gespeichert wird, weil wir haben ja während dieses Ladevorgangs ab der Box, wo gemessen wird, bis in die Batterie Verlustleistung. Und die größte Verlustleistung ist sicherlich der Onboard Charger, also das Ladegerät. Und gemäß SSP ist das Self-Study Program, das gibt es in den USA. Da müssen die Hersteller alle möglichen technischen Details zu den Autos veröffentlichen. Den Enyaq gibt es nicht in den USA, aber den VW ID.4. Und das meiste davon ist dank MEB-Plattform gleich. Googelt einfach mal nach Self-Study Program oder SSP ID.4. Ihr werdet das Dokument finden. Ich kann euch leider keine Inhalte aus diesem Dokument zeigen. Warum? Weil da ein Copyright von Volkswagen drauf ist und ich habe einfach Sorge, dass ich da einen Copyright-Strike hier bei YouTube bekomme. Aber gemäß dieses technischen Dokuments haben wir einen Wirkungsgrad von 94% bei unserer AC zu DC Onboard Charger Unit. Das heißt, 6% müssen wir schon mal abziehen. Allerdings entstehen die Verluste ja nicht nur bei dem Wechselrichter, sondern auch beim Laden der Batterie, in den Kabeln, auf dem Weg von der Wallbox ins Auto. Ein Teil verlieren wir als Wärme beim Speichern in der Batterie. Also die Verlustleistungen sind höher. Da habe ich vom ADAC was für den ID.3 gefunden. Die sind auf 9% gekommen, wenn man daheim an der Wallbox lädt. Also nehmen wir jetzt mal diese 9% und rechnen damit. Wenn ich jetzt also sage, ich habe 9% Verlustleistung bei 76,07 Kilowattstunden, die gesamt geladen wurden, dann komme ich auf 69,22 Kilowattstunden, die tatsächlich in die Batterie geladen wurden. Auch jetzt müssen wir ja die 6%, die noch drin waren, ich habe ja von 6 auf 100% geladen, wieder draufschlagen. Und wenn ich das umrechne, auch hier wieder, linear ist nicht korrekt, aber eine gute Annäherung, dann käme ich auf 73,64 Kilowattstunden von 0 bis 100 und somit auf einen State of Health von 95,64% oder einer Degradation von 4,36%. Aber müssten wir jetzt hier nicht eigentlich auch die Notlaufreserve berücksichtigen, weil wenn ich von 100 auf 0 hochrechne, dann war ja diese Notlaufreserve auch noch in der Batterie. Ja, und wenn ich das noch draufschlage, nämlich nochmal 3 Kilowattstunden, dann wäre ich bei 76,64. Bei einer 77 Kilowattstunden Batterie wäre das dann keine Degradation. Das kann also irgendwo nicht stimmen. Von daher machen wir gleich nochmal einen Cross-Check dazu, wenn wir die dritte Variante, sich dem State of Health zu nähern, genauer angeschaut haben. Während ihr die ersten beiden Annäherungen an den State of Health, also Verbrauch und geladene Menge, ohne Hilfsmittel ausführen könnt, könnt ihr die dritte Variante nicht ganz ohne Hilfsmittel nutzen. Die dritte Variante braucht nämlich das Smartphone und einen solchen Adapter. Das ist ein OBD-Adapter, den ihr hier unten an den OBD-Port stecken könnt. Video verlinke ich euch da oben. Falls ihr das selber machen wollt, so ein Adapter ist recht günstig. Die App gibt es schon gratis, aber auch in einer Pro-Variante für kleines Geld. Als App nutze ich CarScanner, verfügbar für iOS und Android. Ich habe 7 Franken für die App bezahlt in der Pro-Variante und die hat mir schon bei vielen Videos geholfen. Wenn ich also bei einem 100% Display-Ladezustand über den Adapter hier den Wert auslese, wie viel Energie gemäß CarScanner in der Batterie ist, dann, ich blende es euch hier ein, zeigt er mir zum Beispiel 71.225 Wattstunden oder 71,2 Kilowattstunden an. Dieser Wert schwankt allerdings, weil der Energiegehalt von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig ist. Also ihr werdet da immer unterschiedliche Werte bei 100% haben. Und was wir auch nicht wissen ist, ob der CarScanner die richtigen Datenpunkte abgreift. Denn der CarScanner, die App, ist durch Reverse Engineering gebaut worden. Das heißt, er hat diese Werte vom CAN-Bus, die da am OBD-Port ankommen, genommen und dann versucht, logische Rückschlüsse zu ziehen, welche Daten stimmen. Also immer mit Vorsicht genießen. Aber bleiben wir mal dabei. Würde dieser Wert stimmen, 71,2 Kilowattstunden, dann hätten wir einen State of Health von 92,5% oder eine Degradation von 7,5%. Aber, und das ist ganz wichtig, wenn ich dieses Auto auf 0% Display fahre, habe ich auch schon mal in einem Video gemacht,
dann ist der Energy Content, das ist der Datenpunkt des Car Scanners, 0. Das stimmt aber nicht, weil wir können dann weiterfahren. Also der abgegriffene Wert an der Stelle berücksichtigt nicht die Notlaufreserve. Also müsste ich ja jetzt hier auch wieder die Notlaufreserve draufschlagen, weil der Car Scanner 0 anzeigt, obwohl noch Energie da ist. Mache ich das, 3 Kilowatt obendrauf, dann habe ich 74,2 Kilowattstunden oder einen State of Health von 96,4%. Ja, 3,6% Degradation. Mit den Car Scanner Daten jetzt zusammen können wir aber den ersten Cross-Check machen. Und zwar können wir uns jetzt mal angucken, stimmt das mit dem überein, was meine Wallbox-App beim Laden ausgespuckt hat. Weil ich habe ja den Energiegehalt im Car Scanner bei 6% gemessen, blende ich euch hier ein, und bei 100%. Also schauen wir uns doch jetzt mal miteinander die Daten an. Ja, und kommen dann vielleicht auch ein bisschen dahinter, stimmt der Wirkungsgrad von 9%, den der ADAC ermittelt hat, haben wir hier vielleicht einen anderen. Laut Car Scanner waren in meiner Batterie bei 6% noch 3625 Wattstunden Energie. Nach dem Laden waren 71.225 Wattstunden drin. Heißt also, laut Car Scanner habe ich 67.600 Wattstunden oder 67,6 Kilowattstunden Energie in die Batterie gepackt. Laut meiner App waren es aber 76 Kilowattstunden. Das heißt, wir haben hier einen nicht unerheblichen Unterschied. Oder anders ausgerechnet, wenn das stimmt, was der Car Scanner mir anzeigt, dann hätte ich einen Wirkungsgrad von 88,94% oder, machen wir es kurz, 11% Verlustleistung, nicht 9%, wie es der ADAC ermittelt hat. Wenn wir das jetzt also mal annehmen, wir hätten einen Verlust von 11% und rechnen das Ganze nochmal, dann haben wir ja 67,6 Kilowattstunden nachgeladen. 3,6 Kilowattstunden waren noch in der Batterie und wir müssen die Notlaufreserve wieder draufschlagen von 3 Kilowattstunden. Wenn ich das alles mache, dann komme ich auf 74,2 Kilowattstunden oder einen State of Health von 96,4%. Und wenn wir uns das mal angucken, dann haben wir jetzt sehr, sehr viele Datenpunkte rund um irgendwas von 96% State of Health durch unsere eigenen Methoden. Ermittlung der Restkapazität der Traktionsbatterie. Skoda Auto AS Battery Health Status, Gültigkeit 30 Tage. Das steht hier auf diesem Zettel. Und jetzt kann es euch aber passieren, dass der bei euch so aussieht. Und was euch auffällt ist, dass ihr hier ein X bei Restkapazität habt. Da steht nichts. Wenn euch das passiert in der Werkstatt, dann nicht verzagen, dann haben die eine veraltete ODIS-Software. Ja, das Diagnosesystem ist dann veraltet. Die brauchen dann ein Software-Update. Uns, also meiner Werkstatt und mir ist das auch passiert. Und nach dem Update gab es ein zweites Zertifikat und das hatte den Wert drauf. Doch bevor ich das jetzt zeige, ganz kurz, wie funktioniert der Skoda-Batterietest, um die Restkapazität zu ermitteln. Der funktioniert im Prinzip andersrum als der von Ervilo. Während ja beim Avilo-Test man von 100 auf unter 10% fährt und Sie es daraus rückrechnen, sagt Skoda, nein, du sollst das Auto bitte von unter 10% auf 100% aufladen. Und dann berechnet, und das ist wichtig, der Enyaq selbst seinen State of Health von der Batterie. Alles passiert hier im Auto. Auslesen geht trotzdem nur in der Werkstatt. Warum, weiß ich nicht, ist aber so. Ihr könnt das nicht selber auslesen. Mir gefällt der Skoda-Test persönlich besser, weil er jede Menge Variablen aus der Gleichung rausnimmt. Wenn ihr die Batterie leer fahrt, fahrt ihr mal schneller, mal langsamer, mal rekuperiert ihr, mal nicht. Das heißt, ihr habt ja viel mehr Einflussgrößen auf nachher den Wert. Wer jetzt sagt, was hat das damit zu tun? Der Energiegehalt der Batterie, habe ich ganz oft auch in dem Video schon gesagt, der ist halt variabel, das ist kein fixer Wert. Schaut euch das Video an, was ich am Anfang da oben verlinkt habe. Von daher, es kommt auch wirklich bei solchen Messungen darauf an,
wie eine Batterie mit Strom beaufschlagt wird. Und wenn ich den Test umkehre und sage, ich lade von unter 10% auf 100 auf, und zwar AC, das gehört bei dem Test auch dazu, dann lade ich sehr langsam in einer relativ kontrollierten Umgebung. Denn im Normalfall wird dieser Test so bei eurem Händler gemacht. Letzthin, ihr ladet mit einem konstanten Strom ohne irgendwelche Veränderungen durch. Das heißt, auch die Temperaturkurve ist deutlich vorhersehbarer und weitere Rahmengrößen wie Heizen, Rekuperieren und sonst was existieren nicht. Deswegen gefällt mir der Škoda-Test prinzipiell besser, indem man sagt, man misst die Kapazität oder eben den Energiegehalt während des Ladens. Ja, was steht jetzt auf meinem Zertifikat? Das steht da. 95,12% Restkapazität. Die anderen Werte sprechen wir gleich. Demnach habe ich eine Degradation von 4,8%. Lassen wir mal die Nachkommastelle weg. Ist das gut? Ist das schlecht? Naja, es ist erwartbar. Das Auto ist jetzt 1 Jahr, 3 Monate alt. Ich habe 30.000 Kilometer fast runtergerissen. Am Anfang, wie ich schon sagte, ist die Degradation stärker als am Ende. Mit einem Wert um 5%. Ja, das ist nicht schlecht. Und vor allem ist es eins: kein Grund zur Sorge. Schaut man sich gewisse Studien an, wie zum Beispiel auch die von der TU München, die sie mit einem ID3 gemacht haben, dann ist das wirklich der erwartbare Wert. Was heißt das im Umkehrschluss jetzt für mich? Ja, mein Enyaq hätte jetzt noch 73,24 Kilowattstunden Energiegehalt oder Restkapazität der Traktionsbatterie, wie es Škoda selber nennt. Und wenn wir jetzt zurückdenken an unsere Eigenberechnungsmethoden, dann waren wir gar nicht weit weg davon. Wir waren im Schnitt ungefähr 1% höher. Und das mit all den unterschiedlichen Einflussgrößen finde ich das gar nicht schlecht. Also ihr könnt euch wirklich sowohl via Carscanner als auch über den Verbrauch, als auch über die geladene Menge richtig gut eurem State of Health nähern. Das ist meine Erkenntnis. Jetzt ist natürlich ein Test noch nicht 100% aussagekräftig. Man müsste das jetzt mit weiteren machen. Aber für mich passt das. Wenn wir schon dabei sind, dann können wir uns ja auch noch die anderen Werte hier im Zertifikat angucken. Und zwar die hier unten. Denn was ihr da auch sehen könnt, euer Enyaq weiß so ziemlich ganz genau, wie viel Energie ihr geladen habt und ob das DC oder AC war. Und er weiß auch, wie lange euer Auto gestanden hat und wie lange es mit einem 100% Ladezustand gestanden hat. Machen wir es erstmal kurz hier mit dem Ladezustand. Standzeit gesamt 51 Tage, davon vollgeladen 0 Tage, gesamter Anteil an der Standzeit vollgeladen, also auf 100% SOC, 1,36%. Das entspricht ca. 20 Stunden. Das heißt, mein Enyaq hat in dem einem Jahr und 3 Monaten, den ich ihn jetzt habe, 20 Stunden mit 100% SOC verbracht. Hier gilt natürlich ein möglichst niedriger Wert an der Standzeit. Vollgeladen ist besser, weil schonender für die Batterie. Sprechen wir über die geladene Energie. Wenn wir die beiden Werte AC und DC zusammenrechnen, dann kommen wir hier auf einen relativ interessanten Wert von 8.880,34 Kilowattstunden. Warum ist der Wert interessant? Nun, in der Zeit, das stand ja auch auf dem Zertifikat, bin ich 28.621 Kilometer gefahren. Wenn ihr das jetzt umrechnet, einen Verbrauch von 8.880 Kilowattstunden auf diese Laufleistung, dann reden wir hier eigentlich über einen Gesamtverbrauch von 31 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und den habe ich wirklich nicht. Das stimmt einfach nicht. Ich bin mit dem Auto schon deutlich weiter gefahren, als das möglich wäre mit einem solchen Verbrauch. Und jetzt muss man sich ja fragen, wo kommt das her? Also bin ich hergegangen und habe mir mal die Werte angeguckt, was ich geladen habe. Ich habe ca. 1400 Kilowattstunden Gleichstrom geladen. DC kann ich zu 100% nachvollziehen, habe ich genau so geladen. AC kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe nicht alle meine Wechselstromladungen aufgezeichnet. Manchmal habe ich halt bei Freunden oder bei der Familie am AC-Lader gehangen oder im Hotel, wo du einfach keine eigenen Aufzeichnungen machst. Also nähert man sich dem Ganzen wieder über etwas anderes, nämlich über den Carscanner. Der Carscanner hat Datenfelder für die gesamte Entlademenge und die gesamte Lademenge. Und wenn wir da mal reingucken, dann wird es interessant.
Beim AC sagt der Carscanner nämlich bei mir auch 7482,52. Škoda sagt 7481,45. Warum die Differenz von ungefähr einer Kilowattstunde? Das war mein Fehler. Ich habe nicht direkt, nachdem das Zertifikat beim Händler ausgedruckt ist, mit dem Carscanner geguckt. Ich bin 20 Minuten nach Hause gefahren. Und was ist in diesen 20 Minuten passiert? Nein, ich habe nicht irgendwo auf der Autobahn AC geladen oder zu Hause angesteckt. Nein, ich habe rekuperiert. Und jetzt habe ich überlegt, könnte es sein, dass in der gesamtgeladenen Menge die Rekuperationsleistung des Autos inkludiert ist? Jetzt wird vielleicht der ein oder andere von euch die Frage stellen, ja, aber warum AC, warum Wechselstrom? Nun, schauen wir uns jetzt ein wenig die Technik von dem Enyaq genauer an und beginnen einfach mal da, wo Rekuperation entsteht, also dort, wo die Bewegungsenergie, die kinetische Energie eures Fahrzeugs zurückgewandelt wird in Strom. Das ist in euren elektrischen Maschinen, die dann nicht als Motor, sondern als Generator laufen. Und unabhängig davon, ob ihr einen heckgetriebenen Enyaq oder einen Allrad habt, habt ihr dort Wechselstrommaschinen. Eure elektrischen Motoren funktionieren mit Wechselstrom, nicht mit Gleichstrom. Das heißt, ihr habt definitiv mal irgendetwas an Bord, was den Gleichstrom der Batterie, den Hochvolt-Gleichstrom der Batterie, umwandelt für eure Motoren, damit die betrieben werden können. Das kann aber nicht der Gleichstromlader sein, weil der ändert den Strom nicht, ja, da bleibt Gleichstrom Gleichstrom. Und es kann auch nicht euer Onboard-Charger sein, weil der hat viel zu wenig Leistung. Denn wenn ihr in dem Self-Study-Programm nach dem Onboard-Charger schaut, der AC-DC-Ladung ermöglicht, dann findet ihr auf Seite 6 die folgende Angabe. Dieser arbeitet von 16 bis 50 Ampere bei 78 bis 272 Volt. Nehmen wir also mal seine maximale Leistung, dann haben wir 50 Ampere bei 272 Volt. Das ergibt 13,6 Kilowatt. Das reicht nicht, um eure Motoren zu betreiben. Also der fällt raus. Wir brauchen ein anderes Bauteil. Und dieses andere Bauteil ist die Leistungselektronik. Die Leistungselektronik eurer Motoren wandelt den DC-Gleichstrom in Wechselspannung. Und wenn wir da in das Self-Study-Programm gucken, finden wir direkt auf der nächsten Seite, auf Seite 7, folgende Angaben. Das Teil kann bis 450 Ampere und zwischen 150 bis 475 Volt. Das ergibt auch Sinn, weil wenn wir uns überlegen, welche Spannung eure Batterie abgeben kann, dann sind wir in diesem Bereich. Wenn ihr das ausrechnet, dann kommt ihr auf 213,7 oder machen wir es kurz, 214 Kilowatt Leistung. Ja, das ist schon sehr nah auch an dem, was RS-Modelle mit 220 Kilowatt maximal brauchen. Und bleibt doch nur noch eine Frage. Kann die Leistungselektronik das auch in der anderen Richtung? Also kann sie Gleichstrom in Wechselstrom wandeln, damit eure elektrischen Maschinen als Motoren funktionieren? Ja, kann sie. Kann sie denn den Wechselstrom von euren Motoren im Generatorbetrieb zurückwandeln in Gleichstrom? Ja, kann sie auch. Und das ist schon des ganzen Rätsels Lösung. So rekuperiert ihr zurück in die Batterie. Und aus meiner Sicht, auch wenn mir das noch keiner bestätigt hat, ist das ja im Prinzip eine AC-Ladung. Keine Ahnung, ob das stimmt, was ich mir hier als Theorie zusammengelegt habe. Ich habe bei Škoda nachgefragt, aber noch keine Antwort bekommen. Ich kann es mir aber nicht anders vorstellen, weil ansonsten hätte ich einen viel zu hohen Verbrauch, der definitiv nicht mit der Realität übereinstimmt. Also, meine Theorie bleibt im Raum stehen. In der gesamtgeladenen Energie ist auch die Rekuperation drin. Und vor allem, wenn man nochmal genauer auf das Zertifikat guckt, dann steht da nämlich nichts von AC. Da steht nur der Anteil an DC an der gesamtgeladenen Energie. Und wenn wir dann hier unten diesen Satz noch mit reinnehmen, dass das die gesamte akkumulierte elektrische Energie während der Lebensdauer ist, ja, dann ergibt sich für mich daraus definitiv, die Rekuperation ist damit drin. Und ich bin mal gespannt, ob mir Škoda das bestätigen wird. Was denkst du über meine Ergebnisse hinsichtlich des State of Health, also der Restkapazität der Traktionsbatterie, wie es Škoda auf dem Zertifikat nimmt? Wert gut, Wert schlecht? Hattest du etwas anderes erwartet?
Wie findest du das und hast du selber schon mal versucht, dich mit solchen Berechnungen zu nähern? Reicht dir das oder möchtest du jetzt auch diesen Test machen, der übrigens kostenpflichtig ist? Wollte es nur dazu sagen, bevor ihr jetzt auf eure Werkstätten losströmt und den Test machen lässt, ihr müsst dafür bezahlen. Aber würdet ihr den jetzt auch mal machen wollen, damit ihr diese Werte bekommt? Und für mich auch ganz spannend, was haltet ihr von meiner Theorie rund um die Lademengen? Meint ihr auch, dass da die Rekuperation mit drin ist und dass die entsprechend so zurückgewandelt wird? Sie ist ja nun mal definitiv kein Gleichstromladen. Und ist es eigentlich fair, so hohe Ladeströme, wie sie beim Rekuperieren entstehen, nicht gesondert auszuweisen? Lasst uns das doch unten in den Kommentaren in Ruhe diskutieren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich zudem über einen Daumen nach oben freuen. Dafür habe ich echt viel Recherche betrieben und in Summe 4 Anläufe für dieses Zertifikat gebraucht, bis meine Werkstatt und ich soweit waren. An der Stelle auch nochmal ganz, ganz vielen Dank an euch, dass ihr mich da unterstützt habt, weil ohne euch wäre das nicht gegangen. Und ja, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du den Kanal abonnierst, wenn dir gefällt, was du hier siehst. Dadurch erhöht sich seine Reichweite, dadurch finden mich noch mehr Enyaq-Fahrer und vielleicht ist das hier für sie ja auch wertvoll. Ich möchte mich auch bei all euch bedanken, die mir ein Super Thanks zukommen lassen oder per PayPal eine Spende schicken. Ich bin euch dafür wirklich richtig dankbar. Das hilft mir, deckt einen Teil der Kosten von den Videos, weil, ob ihr es glaubt oder nicht, aber dieser Kanal ist nicht profitabel. Ich stecke mehr Geld rein, als ich herausbekomme. Aber ich mache es ja auch aus Spaß an der Freude. Von daher seht's mir auch nach, wenn hier nicht immer jede Woche ein Video kommt. Es wird vielleicht auch mal 2, 3, 4 Wochen ohne Video geben. Ich mache das nebenbei. Ich habe eine Familie, demnächst kommt ein Hund zu uns, ich habe Hobbys, ich habe einen Job, der mich 5 Tage die Woche voll auslastet. Da muss ich halt auch immer mal wieder Slots in meinem Alltag finden, wo ich eine Videoidee ausarbeiten kann, recherchieren kann, filmen kann, schneiden kann, online stellen kann. Und da kann es dann halt einfach mal sein, dass auch ich ein bisschen müde werde und mal 2, 3 Wochen kein Video mache. Nichtsdestotrotz sind ja auch auf diesem Kanal schon sehr, sehr viele Videos, sehr, sehr viele Informationen und es kommen auch weiterhin neue Videos. Nur eben, wie oft sie kommen, das vermag ich nicht zu sagen. In diesem Sinne, danke, dass du zuschaust, danke, dass du mich unterstützt und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen und bis dahin, bleib energiegeladen.